Deutsch lernen durch Hören. Zahnuntersuchung. Lena hat heute einen Termin beim Zahnarzt. Sie steht morgens schon früh auf. Anstatt schnell in die Arbeit zu fahren, putzt sie sich gründlich die Zähne. Sie putzt besonders sauber. Dann steigt Lena ins Auto und fährt zu ihrem Zahnarzt. Sie geht in die Praxis. Am Empfang sitzt eine Zahnarzthelferin. Lena muss sich anstellen. Nach ein paar Minuten ist sie an der Reihe. Sie gibt der Zahnarzthelferin ihre Krankenkassenkarte. Die Zahnarzthelferin sagt: »Danke, Sie sind in ein paar Minuten an der Reihe. Warten Sie bitte im Wartezimmer.« Lena nickt. Dann geht sie ins Wartezimmer. Dort setzt sie sich auf einen Stuhl. Dann holt sie eine Zeitschrift aus der Tasche. Lena liest einige spannende Artikel. Nach einer halben Stunde kommt die Zahnarzthelferin. Sie sagt: »Sie können jetzt ins Behandlungszimmer.« Lena geht zum Zahnarzt. Dort legt sie sich auf einen Stuhl und öffnet den Mund. Der Zahnarzt schaut ihre Zähne genau an. Dann sagt er: »Ihre Zähne sind gesund und sauber. Sie können gehen.« Lena freut sich. Sie sagt Danke und verlässt den Raum. Danach geht sie zum Empfang. Dort macht sie einen neuen Termin aus. Er ist in einem halben Jahr. Lena verlässt die Praxis. Dann fährt sie zur Arbeit. Geburtstagsfeier. Tim springt sofort aus dem Bett, als sein Wecker läutet. Normalerweise hasst er den Morgen, aber heute ist er voller Energie. Seit 2 Wochen plant er schon seine Geburtstagsfeier. Und heute ist es endlich soweit. Schnell isst er sein Frühstück und geht dann in die Küche. Tim muss noch die Torte fertig machen. Gestern hat er sie schon gebacken. Jetzt will er sie noch verzieren. Er gibt die beiden Tortenböden aufeinander und überzieht sie mit dunkelgrünem Zuckerguss. Oben schreibt er eine große 3 und eine große 0 und steckt 30 Kerzen in die Torte. Fertig! Danach geht er einkaufen und besorgt alles, was er noch braucht. Seine Freundin kommt in seine Wohnung und zusammen hängen sie Girlanden auf und blasen Luftballons auf. Anschließend kocht Tim Chili con Carne mit vielen frischen Tomaten und scharfen Pfefferoni. Am Ende zieht er sich noch ein schönes Hemd an. Und dann kommen schon die Gäste. Als Begrüßung gibt es Sekt und gemütliche Musik. Es ist warm, deswegen gehen alle auf den großen Balkon. Insgesamt sind 20 Leute bei Tim. Er freut sich sehr. Er liebt große Geburtstage und er mag es auch, Gastgeber zu sein. Am späten Nachmittag macht Tim Cocktails und alle sind beeindruckt. Dann gibt es ein kleines Spiel. Seine Freunde haben alle seine Geschenke in der ganzen Wohnung versteckt. Tim muss sie finden. Das macht Spaß. Das große Geschenk findet er gleich. Es liegt in seinem Bett unter der Decke. Bei den anderen muss er länger suchen. Eines findet er im kleinen Schuppen am Balkon. Eines in seiner Waschmaschine, ein kleines im Buchregal. Erst nach einer halben Stunde hat er alle gefunden. Bevor er die Geschenke aufmacht, serviert Tim das Abendessen. Das ist köstlich geworden und ein bisschen zu scharf. Seine Gäste weinen und es ist nicht genug Joghurt und Weißbrot da, um die Schärfe zu mildern. Tim will zum Supermarkt laufen, doch seine Freundin geht ohne ihn. Er soll seine Geburtstagsfeier genießen. Nach dem Essen macht er seine Geschenke auf. Im großen Paket versteckt sich ein Klapprad. Seit Jahren wünscht er sich schon eines. Außerdem bekommt er Gin, einen Radiowecker,
und neue Sportschuhe. So große Geschenke hat Tim sich gar nicht erwartet. Bis in die Morgenstunden feiern sie Tims 30. Geburtstag. Um 4 Uhr früh fällt er hundemüde in sein Bett. Das war die beste Geburtstagsfeier jemals, flüstert er zu seiner Freundin und schläft 5 Sekunden später zufrieden ein. Sprachreisen. Martin will in den Urlaub fahren, zusammen mit seinem Freund Paul. Beide sind erst 16 Jahre alt. Sie haben nicht viele Möglichkeiten. In eine Jugendherberge in Deutschland wollen sie nicht. Und ihre Eltern erlauben ihnen nicht, allein nach Frankreich zu fahren. Paul hat eine Idee. Sie wollen eine Sprachreise machen. Die Eltern erlauben es. In einer Sprachreise sind Erwachsene dabei. Außerdem lernt man sehr viel. Martin und Paul überlegen, wo sie hinfahren wollen. Entweder nach Frankreich oder England. Martin sagt, die Sprache Französisch ist schwerer. In Frankreich lernen wir mehr. Deshalb wollen die beiden nach Frankreich fahren. Am Anfang der Ferien fahren die beiden Freunde nach Frankreich. Dort haben sie ein Zimmer. Morgens machen sie einen Sprachkurs. Am Mittag machen sie Freizeitaktivitäten. Die Jugendlichen sind immer zusammen unterwegs. Nach 2 Wochen sprechen sie schon viel besser Französisch. Den Freunden Martin und Paul macht die Sprachreise sehr viel Spaß. Sie finden viele Freunde. Nach 3 Wochen ist die Sprachreise vorbei. Sie fahren zurück nach Deutschland. Martin und Paul erzählen ihren Eltern von der Sprachreise. Auch der Französischlehrer ist begeistert. Die beiden sprechen nun sehr gut Französisch. Außerdem kennen sie die Kultur gut. Die Freunde wollen in den nächsten Ferien wieder eine Sprachreise machen. Leben in der WG. Plötzlich ist Anna von einem lauten Knall aufgewacht. Sie hat auf die Uhr geschaut. Es war 2:44 Uhr in der Früh. Verwirrt ist sie aufgestanden und in den Flur gegangen. Uwe hat auf dem Boden gesessen und war betrunken. »Ist alles okay bei dir?« hat Anna gefragt. Er nickte. »Ich bin umgefallen«, lallte Uwe. »Das tut mir erst morgen weh.« Genervt ist Anna zurück in ihr Bett gegangen. Sie musste morgens um 6 aufstehen, damit sie lernen konnte. Am nächsten Morgen ist sie um 9 Uhr in die Küche gegangen, um sich ein Frühstück zu machen. Die Küche war ein riesiges Chaos. Alles war schmutzig. Anna hat eine halbe Stunde geputzt, bis alles sauber war. Eigentlich sollte sie doch lernen. Nach und nach sind am Nachmittag ihre WG-Kollegen wieder nach Hause gekommen und ständig war einer laut. Anna war so gestresst. Sie ist aus ihrem Zimmer gegangen und hat sich bei Uwe und Marcel beschwert, dass sie leiser sein sollen. Sofort war es still im Haus und Anna war glücklich. Am Abend hat es leise an ihrer Tür geklopft. »Wir haben etwas für dich«, sagten Clara und ihre Mitbewohner. Uwe hat ein Tablett mit Abendessen und einer Tafel Schokolade getragen. »Du darfst nicht das Essen vergessen«, sagte er. Anna hat ihren Stress vergessen und sich wie ein kleines Kind gefreut. »Ihr seid genial«, hat sie gerufen und die besten Mitbewohner der Welt umarmt. Baustelle. Bianca liegt im Bett und atmet tief durch. Es ist 6:40 Uhr. Die Baustelle darf erst um 7 Uhr starten, aber den Arbeitern ist das egal. Sie sind so laut, dass ihr Bett vibriert. Heute ist Biancas freier Tag. Eigentlich wollte sie einmal ausschlafen, bis 9 Uhr vielleicht.
Das funktioniert aber sicher nicht. Genervt steht sie auf. Der Kaffee in ihrer Tasse bewegt sich hin und her. Sie kann ihn fast nicht trinken. Während des Frühstücks schaut sie auf die Baustelle. Sie ist direkt vor ihrem Fenster. Der Bagger gräbt in der Erde ein Loch. Dahin kommt ein neues Haus. Sie beginnen erst damit, es zu bauen. Das dauert also noch sehr lang. Fasziniert schaut Bianca ihnen zu. Die Bauarbeiter müssen in der Sonne arbeiten. Heute hat es sicher 30 Grad Celsius. Das ist richtig heiß. Trotzdem haben sie ihre Helme auf. Sicher schwitzen sie viel. Sie mischen Zement und geben ihn auf die Erde. Bianca könnte ihnen den ganzen Tag zuschauen. Als sie sich ihr Mittagessen kocht, kommt ein Arbeiter mit einer riesigen Papiertüte. Die Männer setzen sich alle zusammen in den Schatten. Sie trinken Cola und Fanta und jeder isst mindestens 3 Brötchen. Da entdeckt Bianca, dass auch eine Frau dabei ist. Sie ist sicher richtig stark. Ab diesem Tag ärgert sich Bianca nicht mehr über die Baustelle. Sie ist laut und manchmal kann sie nicht schlafen. Aber es ist auch spannend zu beobachten, wie ein Haus entsteht. Bianca schaut ihnen manchmal den ganzen Tag zu.